Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch unser absolutes Top-Rezept für himmlisch, butterig, zarte, auf der Zunge zergehende Engelsaugen. Es ist ja einfach ein Gebäck, was unbedingt auf den Weihnachtsteller muss. Bei uns jedenfalls müssen sie sein. Ich habe euch vor Jahren auch schon ein anderes Rezept für Engelsaugen gezeigt. Das ist etwas aromatischer. Ich verlinke euch das gerne hier oben auf dem kleinen i. Die sind auch sehr gut. Aber diese hier, die ich euch heute zeige, das ist so das Rezept, was ich wirklich ganz, ganz traditionell schon seit, weiß ich nicht, Jahrzehnten mache. Und ich werde immer nach dem Rezept gefragt. Und deswegen teile ich es jetzt mit euch allen. Aus meiner Sicht ist es das beste Rezept für Engelsaugen. Sie sind einfach unwiderstehlich. Das Rezept findet ihr wie immer bei mir zum Ausdrucken auch auf dem Blog www.sugarprincess.de. Der direkte Link und alle anderen Infos, den findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Direkt unter dem Video, dort einfach mehr anklicken. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der kann das gerne tun. Einfach noch die kleine Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Immer um 10 Uhr am Sonntag geht hier ein neues Video online, meistens mit Torten, aber in der Weihnachtszeit sehr viel auch mit Plätzchenbäckerei. Und jetzt lasst uns starten. Als erstes kommt unsere sehr, sehr weiche Butter in die Rührschüssel. Und zwar haben wir da 150 Gramm. Ich habe die jetzt schon heute Morgen rausgeholt. Und ihr seht, die ist richtig schön weich und das muss sie auch wirklich sein. Dazu geben wir unseren Zucker und zwar 65 Gramm. Und ich nehme da gerne etwas selbstgemachten Vanillezucker. Das rühren wir uns jetzt schön weiß schaumig. Das kann mit dem Handrührgerät durchaus so 5 bis 10 Minuten dauern. Das könnt ihr natürlich aber auch in der Küchenmaschine machen. Ab und zu natürlich runterkratzen, dass wirklich alles schön mit verrührt wird. Oder wie gesagt in der Küchenmaschine verrühren lassen. Dann könnt ihr in der Zeit auch was anderes schon regeln. Wichtig ist nur, dass die Butter einfach wirklich weiß schaumig mit dem Zucker geschlagen wird. Und das braucht eine Weile. So, ich habe jetzt so ungefähr 10 Minuten geschlagen und ihr seht, die Butter hat die Farbe gewechselt von eher gelblich zu fast weißlich und das sollte sie auch unbedingt, damit die Plätzchen einfach wirklich wunderbar werden. Jetzt kommen unsere Eigelb hinzu, 2 Eigelb der Größe M. Die rühren wir jetzt gerade noch unter. Wunderbar. Gerade noch mal runterkratzen, dass wir wirklich alles mit drin haben. Jetzt machen wir uns ans Rührgerät die Knethaken dran, kratzen hier noch mal runter. Sehr schön. Gerne auch so lange rühren, bis der Zucker aufgelöst ist, dass es wirklich eine ganz, ganz feine Masse wird. Jetzt das Mehl darüber sieben, 160 Gramm. Und natürlich darf die Prise Salz nicht fehlen. Ganz zarte Prise. Das rundet einfach den Geschmack nochmal wunderbar ab. Jetzt nehmen wir uns die Knethaken ans Rührgerät und verrühren das Ganze vorsichtig. So, wenn der Teig einmal so mit den Rührhaken vermengt wurde, dann gerade noch mit dem Schaber so ein bisschen zerdrücken. Der Teig ist wirklich ganz, ganz zart und das muss so sein. Bitte kein weiteres Mehl hinzugeben. Das ist genau richtig so. Einfach gerade so mit dem Schaber noch ein bisschen verrühren, dass sich wirklich alles gut verbindet. Und dann wird der Teig erstmal für eine halbe Stunde kalt gestellt und dann lässt er sich auch verarbeiten. Und bitte wirklich kein zusätzliches Mehl einkneten. Die Mengenangaben sind genau wie sie sind richtig. Einfach jetzt gerade so ein bisschen flach streichen in der Schüssel und eine halbe bis eine Stunde kalt stellen.
So, mein Teig ist fertig gekühlt und ich habe mir hier schon mein Backblech vorbereitet. Den Ofen kann man schon auf 160 Grad Ober-Unterhitze oder 140 Grad Umluft vorheizen. Ich habe auch schon ein Probekügelchen gerollt, habe mir schon mein Mehl hier beiseite gestellt. Das ist wichtig für den Kochlöffelstiel, mit dem wir dann das Engelsauge einstechen. Und wir nehmen uns jetzt immer einfach so ungefähr etwas mehr als einen gehäuften Teelöffel von der Masse ab. Das sind ungefähr 10 Gramm, deswegen steht hier jetzt auch eine Waage. Ich möchte sie ganz gleich haben, deswegen wiege ich sie mir ab. Und ich nehme jetzt hier einfach so ein Maß, ein Teelöffelmaß und nehme mir von dem Teig ab. Wie gesagt, so ein bisschen mehr als einen Teelöffel. Dann gebe ich das hier auf meine Waage und kontrolliere nochmal und forme dann das Plätzchen. Auf die Waage geben, am besten mit einem Silikonlöffel. Der Teig ist wirklich sehr, sehr unhandlich, das muss man sagen. Und jetzt zwischen den Handballen vorsichtig mit behandschuhten oder bemehlten Händen, leicht bemehlt, bitte nicht zu viel Mehl verwenden, rollen zu einer Kugel und gleich aufs Blech setzen. Das machen wir jetzt einfach mit allen Plätzchen. Dann werden sie eingedrückt und gefüllt. Und sollte euch der Teig zu warm werden zwischendurch, dann einfach gerade noch mal kalt stellen. Dann lässt es sich einfach besser verarbeiten. Und auch hier jetzt ganz wichtig, kein zusätzliches Mehl verwenden. Das braucht es nicht. Man muss halt nur wirklich mit dem gekühlten Teig arbeiten. Und wir haben das erste Blech fertig. Jetzt drücken wir noch unsere Mulden. Dafür eben einen passenden Kochlöffelstiel in etwas Mehl drücken, nicht zu viel Mehl dran haften lassen, nur dass er nicht klebt, und dann das Plätzchen vorsichtig eindrücken. Und das ist so ein bisschen Geduldsarbeit, das gebe ich zu, weil die Plätzchen einfach so hauchzart sind, aber es lohnt sich. Schauen, dass man wirklich auch tief genug kommt, dass wir schön Marmelade drin haben. Und ihr seht, die sind butterzart, hauchzart, da reißt auch nichts. Wenn ihr nicht tief genug gekommen seid, einfach nochmal nacharbeiten. Und den letzten. Unsere Mulden sind alle gemacht. Jetzt können wir uns die Marmelade gerade so ein bisschen glatt rühren, bisschen erwärmen und glatt rühren und dann am besten mit einem Löffelchen im kleinen oder einem Spritzbeutel in die Öffnungen füllen. Ich habe jetzt hier eine 3-Beeren-Marmelade. Ihr könnt auch nur Himbeer oder nur Johannisbeer nehmen, was euch am besten gefällt in euren Engelsaugen. Traditionell wird natürlich eine rote Marmelade verwendet. Die rühre ich mir jetzt einfach gerade noch so ein bisschen glatt, dass sie sich gut spritzen lässt. Denn ich werde sie mir mit einem Spritzbeutel füllen. Und was beim Backen an Marmelade verloren geht, das fülle ich dann einfach nach dem Backen nochmal nach. Denn die bildet dann einen schönen Glanz und wird auch fest. So, wunderbar. So, hier ist mein Spritzbeutel, da ist keine Tülle dran. Ich schneide hier vorne nur ein ganz, ganz kleines Löchlein ab und dann geht's los. Und je kleiner das Loch ist, desto mehr Kontrolle habt ihr. Also schneidet euch das Loch vorne nicht zu groß ab. Wunderschön sehen die Engelsaugen jetzt schon aus, finde ich. Ich finde es immer so wunderbar, wenn sie dann mit der roten Marmelade gefüllt sind. Es sieht einfach aus wie kleine Juwelen. Und sie dürfen jetzt für 15 Minuten in den auf 160 Grad Ober-Unterhitze oder 140 Grad Umluft vorgeheizten Ofen. Es hängt ein bisschen von eurem Ofen ab, also bleibt dabei und beobachtet den Backvorgang so etwas.
So sehen sie bei mir nach 14 Backminuten aus, bei 160 Grad Ober-Unterhitze habe ich sie gebacken. Nicht den Fehler machen, die Augen jetzt direkt vom Blech heben zu wollen. Die sind super, super zart. Man muss jetzt etwas warten und sie ein bisschen abkühlen lassen und dann kann man sie erst bewegen. Sobald sie etwas abgekühlt sind, gebe ich mir jetzt noch die restliche Marmelade hier oben rein. Denn die wird beim Backen immer so ein bisschen eingezogen und ich habe es lieber, wenn die Augen wirklich bis oben hin glänzen. Deswegen gebe ich jetzt einfach noch was oben drauf. Und ihr seht, wie wunderschön das dann aussieht. Wer möchte, kann sie natürlich auch, bevor man jetzt noch mal füllt, sie auch mit Puderzucker überstäuben. Bei uns werden sie so gegessen. Und ihr seht, da ist schon noch ganz schön Platz für noch ein bisschen Marmelade, denn die trocknet beim Backen so ein bisschen weg. Wunderbar. Und wenn sie so ein bisschen abgekühlt sind, dann nehme ich sie vorsichtig mit einer dünnen Palette vom Blech und lasse sie auf einem Kuchengitter ganz auskühlen. Und ich sage euch, das duftet wahnsinnig lecker und sie sind wirklich hauchzart und wunderschön. Wunderschön sehen unsere Engelsaugen aus. Jetzt können wir sie gemeinsam probieren. Gerade frisch aus dem Ofen gehüpft, schon werden sie probiert. Sie sind jetzt ein bisschen abgekühlt. Ich hoffe, die Marmelade ist schon halbwegs fest. Ich zerbreche ihn mal, damit ihr seht, wie er von innen aussieht. Super lecker, sehr zart, butterzart und gleich noch die zweite Hälfte. Gleich werde ich noch einen essen, aber zuerst sage ich euch, wie sie schmecken. Traumhaft, butterig, zart, zergehen auf der Zunge. Ihr merkt, mir läuft immer noch das Wasser im Mund zusammen. Es ist ein traumhaftes Rezept. Müsst ihr probieren, es ist einfach ein Muss auf jedem Plätzchenteller. Das war mein absolutes Lieblingsrezept für die wunderbaren Engelsaugen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr werdet sie einmal nachbacken. Sie sind wirklich einfach traumhaft. Ich kann es nicht anders sagen. Schickt mir dann gerne eure Fotos auf Facebook und Instagram. Die Links dazu findet ihr auch hier unten in der Infobox unter dem Video. Direkt einfach mehr anklicken und ihr findet auch den Link nochmal, den direkten Link zum Rezept zum Ausdrucken. Jetzt hoffe ich, dass wir uns nächste Woche alle gesund hier wiedersehen. Nächsten Sonntag um 10 Uhr geht ein neues Video online und bis dahin macht's gut, bleibt gesund, viel Spaß beim Backen. Tschüss! Merry Christmas, baby.